Hallo und herzlich willkommen hier bei Enthusiamoba. Schön, dass ihr wieder dabei seid und mich rund um meine Modellbahn in Spur N begleitet. Ich bin der Louis und dieses Mal geht es um die Fortsetzung vom Segmentbau. Genauer gesagt passe ich die Segmente jetzt nochmal der Büroumgebung an. Mehr dazu nach dem Intro. Im ersten Teil hatten wir uns ja den Segmentbau von den Basis- und den Aufsatzsegmenten angeschaut. Ich verlinke euch den Film nochmal hier oben. Und jetzt gibt es halt die Fortsetzung dazu. Da passe ich halt diese Segmente nochmal genau der Büroumgebung ein Stück weit an, damit das eben hier reinpasst. Kommt also Farbe ins Spiel, Plexiglas ins Spiel und noch so die ein oder andere Finesse. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen und nach dem Film sehen wir uns wieder. Ja, das ist also jetzt der aktuelle Stand der Dinge. Der Rohbau der Segmente ist fertig. Basissegment und Aufbausegmente sind fertig aufgebaut, sind miteinander verbunden. Und wie geht es jetzt weiter? Genau schon wie beim Unterbau werde ich jetzt auch diese Segmente ein Stück weit der Büroumgebung anpassen. Und dazu werde ich mir als erstes mal hier diese Verschraubungen alle vornehmen. Und die werde ich auffüllen mit Holzkit. Anschließend werden die Verschraubungen dann alle abgeschliffen werden. Die ganzen Segmente werden dann versiegelt, grundiert und anschließend farblich behandelt. Zum Schluss wieder, wie auch ja hier, wie man das schon beim Unterbau sehen kann, werden auch die Segmente dann noch ein bisschen verfeinert werden. Aber das sehen wir uns jetzt Schritt für Schritt in diesem Video. Ja, so schnell kann es gehen. Fertig. Na, ganz im Ernst, also ganz so schnell ging es nicht. Nur ich habe mir gedacht, warum soll ich jetzt euch wieder bei den ganzen Lackierarbeiten mitnehmen? Stattdessen verlinke ich euch hier oben den Film zu dem Grundgestell. Da habe ich das nämlich schon mal genau im Detail gezeigt. Und genau so habe ich das hier auch gemacht. Es wurde erst versiegelt, dann wurde es grundiert und anschließend lackiert. So, für den Basissegmente habe ich die gleiche Farbe gewählt wie auch für das Grundgestell. Das hat nachher für mich so optisch ein bisschen den Eindruck, als ob es das Möbelstück ist, auf dem die Modellbahn später draufsteht. Und die Aufsatzsegmente habe ich in einem dunkleren Grauton gemacht. Letztendlich habe ich auch die gleiche Farbe genommen und habe sie mit Schwarz nachgetönt. So habe ich zumindest sichergestellt, dass der dunkle Farbton und der helle Farbton zueinander passen, nicht beißen, sondern es ist letztendlich nur der gleiche Ton, halt nur dunkler. Ja, so was mache ich denn jetzt als nächstes? Als nächstes mache ich genau wie hier unten auch eine schwarze Umrandung. Und diese, wo habe ich sie? Die schwarze Umrandung, das ist die hier, das ist nur ein Muster, das sind so Profilleisten halt, Kunststoffprofilleisten. Die werden jetzt hier so dran gemacht, die säge ich mir noch zurecht. Bevor ich die aber dran mache, werde ich hier jeweils die Umrandung schwarz lackieren. Einfach für den Fall, dass wenn diese Leisten oder Profile mal nachher auf Stoß sind und gelingt mir nicht so hundertprozentig und ich bin halt so ein genauer, dann ärgere ich mich darüber, dass nachher der helle Untergrund durchschimmert und deshalb lackiere ich das vorher einmal komplett schwarz. Was mache ich dann mit den Löchern? Die Löcher werden auch nochmal verschlossen werden und zwar habe ich mir dafür Plexiglas besorgt. Dieses Plexiglas habe ich zuschneiden lassen. Es ist ebenfalls in Grau. Das wirkt jetzt noch ein bisschen anders. Da ist noch die Schutzfolie drauf. Aber später, wenn die runtergezogen ist, dann sieht das richtig schnieke aus. Dann kommt die hier so davor. Und damit diese Plexiglasscheibe dann auch irgendwie hält, habe ich mir gedacht, naja, machst du hier unten eine Leiste davor, wo die später gegenstoßen kann. Und oben werde ich auch eine Befestigung machen, auch mit einem Magneten. Aber das machen wir alles so schön der Reihe nach und dann geht es Schritt für Schritt weiter. So, dann wünsche ich euch jetzt weiterhin viel Spaß beim Zuschauen und wir gucken uns jetzt die nächsten Arbeitsschritte an. Bis später. So, bevor ich jetzt die Leiste hier dran mache, ziehe ich mir erstmal eine Grundlinie, an der ich mich nachher orientiere. Was ich damit meine, zeige ich gleich. Und an der Linie werde ich jetzt hier die Leiste
befestigen. Warum habe ich die Linie gezogen? Ja, damit es halt gerade ist. So eine Leiste hat halt immer noch ein bisschen Spiel. So hundertprozentig gerade gibt es so eine Leiste halt nicht. Und ich helfe dir ein bisschen nach, indem ich von oben jetzt hier Löcher reinbohre. 1,6 mm, passend zu den Drahtstiften. Dann setze ich nachher hier lege ich hier Leim auf, die Leiste kommt drauf und wird von oben nochmal mit den Stiften fixiert. Dort sollte Druck genug von oben sein und die Leisten sind durch die Stifte dann auch entsprechend der Linie positioniert, so dass ich nachher eine gerade Kante habe. Ja, das machen wir jetzt mal der Reihe nach. Ja, warum habe ich die Löcher jetzt eigentlich vorgebohrt? Naja, das sind 8 mm Buchenleisten. Wenn ich da Nägelchen so reinschlage, dann spreizen die und dann gehen die halt direkt kaputt. Deshalb vorgebohrt. So. So, das ist gerade und jetzt hat die Plexiglasscheibe später von unten einen Punkt, wo sie gegenstoßen können. Ja, dann mache ich das jetzt erstmal mit allen 4 Eingriffen und dann schauen wir weiter. So, als nächstes werde ich jetzt hier den Rahmen oder den Rand schwarz lackieren, wo dann später die Profilleisten drauf kommen. Gut, die schwarze Umrandung ist jetzt erstmal lackiert. Jetzt werde ich da hinten an der Stelle den Boden auch noch komplett schwarz machen. Das hat einfach damit zu tun, dass ich im unteren Teil Gummikork auslegen werde, nur nicht hier komplett, denn hier steigt später der Wendel hoch und ich allerdings auch hier einen dunklen Untergrund haben möchte und deshalb wird das jetzt auch noch schwarz lackiert. Gut, nachdem jetzt also hier die Umrandung schon mal schwarz lackiert ist, fange ich jetzt an, diese Profilschienen zu, ja, was sagt man, verlegen. Das heißt, als erstes werde ich jetzt mal auf Gärung sägen, so, damit man nicht allzu viel Verschnitt hat. Auch ich vertue mich da immer ganz gerne mal. Lege ich die Leisten erstmal an und markiere mir erstmal von innen die Gärung, wie sie laufen muss. Das heißt, die läuft von außen nach innen so, das markiere ich mir jetzt erstmal hier. Dann weiß ich auch, wie ich nachher sägen muss. So, der erste Gärungsschnitt ist bekanntlich immer der schwerste. Jetzt lege ich mir das eben nach dem Muster hier an. Nachdem ich dann jetzt die einzelnen Rahmenteile zurecht gesägt habe, passe ich die jetzt hier in das Segment ein. Und so sieht er dann aus, der Rahmen. Und das Ganze jetzt 4-mal und dann machen wir weiter. Ja, und so sieht jetzt der fertige Rahmen aus. Und das haben wir ringsrum gemacht. Einmal so, mal kurz einen Rundumschwenk. Also hier könnt ihr sehen, komplett sind die Aussparungen in schwarzen Rahmen gefasst. So, was ist jetzt der nächste Schritt? Schauen wir uns mal bei dem hier noch mal ein bisschen genauer an. Ja, diese Aussparungen, die werden abgedeckt, habe ich ja schon mal gesagt, mit Plexiglasscheiben. Die habe ich mir auf Maß schneiden lassen. Die sehen jetzt noch ein bisschen merkwürdig aus, weil die hier so eine Schutzfolie dran haben. Und jetzt wird auch klar, warum ich hier unten eine Leiste davor gemacht habe. Das ist ganz einfach, wenn die Plexiglasscheibe dann hier davor steht, dann hat die hier einen Anschlag und kann nicht reinrutschen. Und etwas Ähnliches muss ich jetzt hier oben auch machen, damit die Plexiglasscheibe einfach erstmal hält. Und was ich da mache, das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, auch der Anschlag von hier oben ist jetzt auch keine Hexerei. Da nutze ich ganz einfach so ein Kleineisenteil, so ein Verbindungsstück. Gibt es in jedem gut sortierten Bauhandel. Und das montiere ich einfach hier oben dran.
So, jetzt habe ich schon mal einen Anschlag hier unten mit der Leiste und auch einen Anschlag hier mit dem kleinen Eisen oben in der Ecke. Und wenn jetzt später die Plexiglasscheibe davor steht, dann kann sie schon mal nicht mehr in Richtung der Modellbahn nach innen her kippen, sondern nur noch nach außen, und das müssen wir halt verhindern. Und hier unten werde ich eine Arretierung machen, dass es nicht nach vorne rutschen kann, und was ich oben mache, das machen wir dann im nächsten Schritt. Schauen wir jetzt erstmal unten an. Ja, das, was ich hier unten machen werde, ist recht simpel. Dazu habe ich mir auch im Baumarkt solche Glasbödenhalter geholt. Das kennt man, wenn man Regalböden setzen will. Jetzt nicht die aus Holz, sondern die eben halt aus Glas. Die haben hier eine Gummierung drumherum, und die werde ich jetzt hier an der Seite verbohren. Und damit hat dann nachher jetzt dieses Muster, so eine Plexiglasscheibe, nicht mehr die Möglichkeit, nach vorne wegzurutschen. Zum Bohren habe ich mir eine Schablone gemacht, damit ich eben diese Stecklinge, diese Abstandshalter immer auf der gleichen Höhe, auf dem gleichen Maß habe. Und dann werde ich jetzt die Löcher alle vorbohren. Ich spitze jetzt noch ein bisschen mit Weißleim versehen und dann anschließend arretieren. So, das sieht doch schon ganz gut aus. Und die Scheibe hält jetzt auch schon weitestgehend. Jetzt muss ich mir hier für die Mitte noch was ausdenken, weil hier springt sie dann ab und zu mal nach vorne. Und hierzu werde ich jetzt in der Mitte als erstes einen kleinen Griff dran machen. Und dazu habe ich mich hier für diese Griffe entschieden. Auch die kriegt man dann wieder im gut sortierten Baumarkt. Ja, da sind noch so Befestigungsschrauben dabei. Das sind M4, allerdings sind die gedacht, um eben durch 15 oder 16 mm Holzbretter zu gehen. Das haben wir hier nicht, folgedessen ist die Schraube zu lang. Dann holt man sich halt eine kürzere und dann passt das auch in ein 3 mm Plexiglas. Ja, das mit dieser Plexiglasscheibe, das gefällt mir schon sehr gut. Auch der kleine Griff, der ist nicht so aufdringlich und erfüllt seinen Zweck. Nur was mir halt noch nicht gefällt, ist, dass das Plexiglas hier immer sich nach vorne neigt. Und deshalb mache ich jetzt genau hier hinten, hinter dem Teil, kommt jetzt noch ein kleiner Anschlag mit einem Magneten, wo die Schraube dran haften bleibt. Gut, wie ich das mache, zeige ich euch jetzt. Ja, wie baue ich jetzt diesen Anschlag zusammen? Da nutze ich auch wieder ganz normal diese Metallverbinder, die wir ja vorhin schon als Anschlag in den Ecken hatten. Und darauf klebe ich dann einfach Neodynmagneten. Diese Neodynmagneten sind 8 mm im Durchmesser und 1 mm stark. Und die sind sehr, sehr stark, wie man gleich hier sieht. Die treiben sich hier um. Also das soll reichen, um die Schraube von dem Griff anzuziehen. Die klebe ich jetzt, die sind auch selbstklebend, die klebe ich jetzt hier oben drauf. Auf der anderen Seite klebe ich dann noch eine Abstandsunterlegscheibe an, sodass das dann anschließend wieder das gleiche Niveau hat. So, und jetzt hält da hinten der Magnet auch die Plexiglasscheibe in der senkrechten Position. Genauso wollte ich es haben. Okay, damit sind die Plexiglasscheiben nun auch verbaut und dann geht es jetzt zum nächsten Bauabschnitt. Und der
sitzt genau in dieser Ecke. Ja, was will er denn in der kleinen Hütte da hinten bauen, in der kleinen Ecke? Viel Platz ist ja nicht. Das stimmt, viel Platz ist nicht, aber es ist Platz genug da, um 4 Schnittstellen auszuführen. Und zwar werden da später mal eine Airbus-Schnittstelle ausgeführt werden, damit ich halt auch eine Multimaus mal anschließen kann. Es wird eine USB-Schnittstelle ausgeführt werden, damit ich den Rechner mit der DR5000 koppeln kann. Alternativ wird es noch einen Ethernet-Anschluss geben. Mal gucken, was so die Zukunft bringt, was man damit machen kann. Notfalls kann man auch damit den Rechner koppeln. Und dann wird eine 4. Schnittstelle ausgeführt werden. Das wird eine Spannungsversorgung für ein externes Gleis sein. Aber das sind halt die elektrischen Komponenten, die da reinkommen. Jetzt bauen wir erstmal den Grundrahmen mit den 4 Haltern, damit man eben diese Anschlüsse ausführen kann. Gut, nehme ich euch erstmal mit und dann schauen wir weiter. Ja gut, wie baue ich denn jetzt diese Schnittstellen überhaupt auf? Als Basismaterial nehme ich hier diese Steckelemente von D-Log und die gibt es halt in verschiedenen Varianten. Das hier ist jetzt ein Ethernet-Anschluss, da wird also schlichtweg auf einer Seite ein Ethernet-Kabel angesteckt und auf der anderen Seite kann es dann ausgeführt werden. Die Variante gibt es dann auch für RJ12, für USB. Und beim Netzteil sieht es ein bisschen anders aus. Da gibt es hier den Netzteilstecker und auf der anderen Seite gibt es Lötfahnen oder da kann man auch Schuhe drauf quetschen. Also da gibt es halt die verschiedenen Sachen. Und diese Schnittstellenübergänge, nenne ich sie jetzt mal, da gibt es halt Träger für. Ne? Die werden dann so später in so einem Rahmen eingeklippt hier. Und dieser Rahmen wird dann, oder dieser Träger muss dann auf dem Grundrahmen installiert werden. Da bietet der Hersteller schon einiges an, aber das, was der Hersteller mir anbietet, das ist halt nicht für meine Zwecke. Und deshalb gehe ich jetzt hin und baue erstmal aus diesen bekannten Profilen hier, die wir da ja auch schon fürs Plexiglas oder auch schon fürs Grundgestell benutzt haben, baue ich mir da jetzt erstmal einen Träger, um es mal so, oder einen Rahmen drumherum, wo ich die ganzen jetzt aufsetzen werde, 4 Stück an der Zahl. Und dann habe ich den eigentlichen Rahmen für den Träger und der wird dann letztendlich nachher in dieser Anlagenwand verbaut werden. Aber das sind dann halt die nächsten Schritte. Jetzt bauen wir erstmal hier drauf einen Grundrahmen, wo dann später die Träger drauf platziert werden. Ja, okay, und das schauen wir uns einfach mal im Zeitraffer an. So, damit ist der Rahmen jetzt auch fertig. Der kann dann jetzt die ganzen einzelnen Träger aufnehmen. Das passt ja wunderbar. Jetzt kann ich den Rahmen dann in das Untergestell einpassen. Das mache ich dann jetzt als nächstes. So, nach dem Ausschneiden habe ich jetzt hier diese Aussparung dann nochmal mit Raspel und Pfeile noch ein wenig nachbereitet. Das ist dann jetzt der Rahmen und der passt dann jetzt hervorragend hier rein. So, und um den jetzt auszurichten, wie mache ich das jetzt oder beziehungsweise wie fixiere ich den jetzt? Ganz einfach, den werde ich jetzt verkleben. So, dann lasse ich jetzt den Kleber erstmal antrocknen. Dann bringe ich ihn in die Aussparung rein, werde ihn noch ausrichten und anschließend fixiere ich den Rahmen dann komplett mit einer Schraubzwinge für 24 Stunden, halte ihn in Position und das soll es dann auch schon gewesen sein. So, nachdem der Rahmen jetzt eingepasst wurde und verklebt wurde, werde ich jetzt die Träger nochmal einsetzen und die Festigungsschrauben markieren, damit ich die entsprechend vorbohren kann. Vorgebohrt wird jetzt mit 2 mm. Ja, und befestigen werde ich die Rahmen jetzt mit solchen Rundkopfschrauben, Spackschrauben Torx 10. Die sind 16 mm lang und 3 mm im Durchmesser. Das sollte dann passen. Gut, damit wäre dann der Rahmen und die Träger für die Schnittstellen auch montiert. Dann schauen wir uns jetzt nochmal in der Übersicht an, was wir alles gebaut haben.
Gut, dann schauen wir doch noch einfach mal zum Abschluss noch mal drüber, wo ich denn jetzt stehe. Also zuerst hatten wir ja hier die beiden Segmente, beziehungsweise diese 4 Segmente hier, die Grundelemente und die Aufsatzsegmente. Die haben wir erst versiegelt, grundiert und anschließend lackiert in 2 verschiedenen Farben. Das sind auch alles Vorgänge, die dauern halt mehrere Tage. Ne? Das passiert jetzt nicht gerade mal in einer Viertelstunde. Dann bin ich hingegangen und habe hier unten erstmal eine Leiste vorgesetzt, damit diese Plexiglasplatte von unten dagegen stoßen kann. Dann sind die Leisten lackiert worden. Dann kam anschließend diese schwarze Umrandung aus diesen Kunststoffprofilen, die ich mir dann zurechtgebaut habe bzw. auf Gärung gesägt habe. Die Plexiglasscheiben habe ich mir auf Maß zuschneiden lassen und bin dann anschließend hingegangen und habe hier dort noch an jedem Element dann anschließend noch einen Griff angebracht, von hinten einen Magneten. Und in den Ecken habe ich jedenfalls noch Anschläge dann dran gemacht, damit sowohl die Plexiglasscheibe oben und unten nach hinten nicht reinrutschen kann, damit sie aber auch nach vorne nicht wegrutscht. Habe ich hier rechts und links in den Ecken diese Regalbodenstifte, die man normalerweise für Glas nimmt, eingesetzt und oben mit einem Magneten arretiert. Ja, und zum Schluss, hier hinten seht ihr, steht der PC. Und dann bin ich hingegangen, habe an dieser Ecke dann auch noch eine Aussparung gemacht, noch einen Rahmen gebaut, dann die Träger für die Schnittstellen dort eingesetzt. Ja, und wie ich finde, kann sich das Ganze bisher recht gut sehen lassen. Und ja, dann sehen wir uns jetzt gleich zum Abschluss nochmal wieder. Ja, wie ich finde, ist mir das richtig gut gelungen. Ich weiß, Eigenlob stinkt, aber an der Stelle finde ich das total klasse. Mir gefällt das richtig gut. Und nicht nur mir, meiner Frau auch. Ihr wisst ja, ich teile mir mit ihr da zusammen das Büro hier. Und von daher habe ich zumindest jetzt schon mal die optische Abnahme, die ist auch sehr zufrieden mit. Wunderbar. Also Happy Wife, Happy Life, und insofern ist das alles gut jetzt hier. Ja, wie geht's weiter? Da widme ich nicht der Dämmung, keine Panik, es gibt keinen Test. Ich weiß schon mit, was ich dämmen werde. Und ich habe mir Gedanken um Kabelwege, Kabelkanäle gemacht, und das ist dann das nächste Thema vom nächsten Film. So ihr Lieben, das war's wieder mal. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich über euren Daumen nach oben, aber ganz besonders auf euren nächsten Besuch. Und damit ihr die Fortsetzung nicht verpasst, lasst mir einfach euer Abo da. Das Glöckchen noch einschalten und dann werdet ihr automatisch hier vom Kanal unterrichtet, wenn es denn hier wieder was Neues gibt. Und versprochen, es wird nicht mehr allzu lange dauern. Also dann, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Louis.